Eigentlich ist der Reiseplan ja immer gen Süden. Es war einfach alles viel zu viel. Eine harte Erkenntnis, dass der Plan, den wir hatten, nicht aufgehen wird. Ja. Da mussten wir jetzt einfach irgendwie eine Entscheidung treffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuland Stories. Wir fangen diese Woche direkt mit diesem Problem hier an, denn letzte Woche habe ich es nicht geschafft, zum Friseur zu gehen, beziehungsweise habe ich keinen Termin bekommen. Wir sind jetzt ein bisschen dörflicher hier und da sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus, hoffentlich. Und ansonsten haben wir diese Woche auch einiges zu tun, zu erzählen und zu verraten und wünschen euch viel Spaß. Bis die Haare neu sind, muss das Cappy wieder drauf. Kann man niemandem zumuten. Geld brauche ich noch. Also entweder bis in ein paar Minuten oder in einer Stunde oder ich komme nie wieder. Und solange Basti beim Friseur ist, habe ich mir jetzt mal einen Kaffee gemacht und esse noch ein schönes, kaltes Stück Pizza zum Frühstück. Lecker. Wer bist du? Ich bin sehr zufrieden. Es fühlt Dreh dich sich mal. so gut an. Wo ist es hin? Was haben wir mit meinem Straßenräuber gemacht? Tja, Krass. Sieht gut aus. Gott sei Dank sagt sie das noch. So, das haben wir erledigt. Jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, dass ich wie ein Taliban aussehe. Basti ist wieder da. Ich habe ein paar Sachen am Laptop schon angefangen, noch nicht ganz fertig, aber wir haben uns auch eine To-Do-Liste geschrieben, die wir diese Woche fertig machen müssen. Unter anderem müssen wir unser Dach abdichten. Mückennetze haben wir uns neu bestellt. Die haben wir abgeholt, die müssen wir jetzt am Van anbringen. Und so weiter und so fort. Wir haben einiges zu tun und währenddessen erzählen wir euch, was denn der nächste Plan ist. Wir legen los mit dem obersten To-Do-Punkt, Dach abdichten. Und es ist ein bisschen frischer geworden, also heute mal langärmlich. Qualitätscheck. Mega heiß. Sonne ist jetzt doch da und es ist warm auf dem Dach. Aber nicht so schlimm. Was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Shit, ey. Erstmal muss das Surfbrett noch runter, damit wir da richtig dran kommen. Wir wissen natürlich nicht genau, wo es undicht ist und wie man sieht, haben wir auch schon beim Ausbau sehr provisorisch versucht, alle Nähte nochmal abzudichten. Also unsere Vermutung ist, dass es entweder der Halter ist, der jetzt da drauf gesetzt wurde und irgendwie zu viel Zug da auf die Pilzköpfe da drunter hat, oder hier ist noch so ein kleines Stück Naht, was wir noch nicht abgedichtet haben. Das könnte es natürlich auch sein. Genauso schmierig und klebrig wie bei den anderen Teilen, die wir gemacht haben. Hat ja da ganz gut geklappt. Vielleicht hilft es hier auch.
Bisschen andere Konsistenz, aber okay. Nummer uno ist geschafft. Mal gucken, ob es auch dicht ist. Ja. Das nächste ist, wir erneuern unser Mückennetz. Es hat einfach viel zu viele Löcher. Und dafür müssen wir das alte jetzt erstmal ab. Es tut richtig weh, das jetzt so abzureißen. So viel Arbeit. Und wir dachten, wir können Geld sparen. Eine richtig schöne Eigenkonstruktion war das. Aber das gute Magnet holen wir noch raus. Ja. Wundermittel. Gummi ist sauber, jetzt müssen wir noch unterm Gummi sauber machen. Und wir wurden von der Anleitung schon vorgewarnt, dass das Modell und Ford da besonders dreckig sind. Geht doch. Ist okay, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Wie das ist richtig so Klebe. Hätten wir vorher checken sollen, ob das neue auch passt? Oder? Vielleicht hätten wir es mal checken sollen, ob das neue auch passt, bevor wir das alte wegmachen, aber That's jetzt us. ist es weg. Das ist das neue Stück. Jetzt müssen wir herausfinden, wie man das anbringt. Das nicht passt. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ist nicht gerade. Ist es nicht? Es ist nicht gerade. Wir dachten natürlich, wir machen das geschwind auch mal. Aber so schnell geht's gar nicht. Im Prinzip sind wir ziemlich zufrieden, glaube ich. Es wird uns den Großteil der Moskitos vom Leib halten. Jetzt hat er schon immer was mit Messer gemacht. Ein Fileteur, genau. Schön am Filet schneiden ist er da. In der Anleitung stand 30 Minuten. 2,5 Stunden. Und zufrieden mit unserer Arbeit. Ich bin schon zufrieden. Es wirkt schon deutlich stabiler als das, was wir vorher hatten. Wirkt stabiler. Also, wir haben das ja, unser selbstgemachtes Netz auch irgendwie empfohlen. Das war auch gut, aber jetzt im Vollzeit, Vanlife und auf der Reise mit Staub, Sand, krasser Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit wurde das einfach zu schnell, zu spröde und hat einfach komplett überall Löcher gehabt. Also so ein Und Jahr hält es immer, ne? Ja, ein Jahr hat es jetzt immer gehalten. Deswegen erhoffen wir uns jetzt mit so einem flexibleren, extra für den Van gekauftes Moskitonetz einfach, dass es länger hält. Aber das hinten machen wir morgen. Das hinten machen wir morgen. Mückennetz vorne. Und während Bessie und Peppi jetzt eine Runde drehen, mache ich uns schon mal eine asiatische Reispfanne. Irgendwie was Schnelles, damit wir unsere hungrigen Mägen füllen, weil wenn der Hangry-Status eintrifft, not so good.
jetzt? Muss ja testen, ob es schmeckt. Also wir haben Reis, Zucchini, Karotten, Zwiebel, das alles in der Pfanne angedünstet mit ein bisschen Sojasauce, Ahornsirup, ein paar Gewürzen und Ei. Und eigentlich ist es schnell gemacht. Eigentlich ist es schnell gemacht. Guten Morgen. Morgen! Vor dem ersten Kaffee schlagen wir direkt 2 Fliegen mit einer Klappe. Und zwar ist hier eine Waschstraße für Autos und auf der anderen Seite ist ein Waschsalon, wo wir unsere Wäsche direkt reinschmeißen. Fauler Hund. Wer jetzt? Kurzer Oberteilwechsel. Der Pulli musste nämlich in die Wäsche. Wasser haben wir leider nicht gefunden. Wir haben gestern nochmal gesucht, so auf dem Weg zu unserem Stellplatz für die Nacht. Ist ein bisschen schwierig hier. Deswegen machen wir jetzt erst Van sauber und Wäsche sauber und dann kommt Wasser suchen auf die nächste To-Do-Liste. Haben gesammelt. Leider gibt es kein warmes und heißes Wasser. Nur kalt. Deswegen suchen wir eine andere, oder? Ja. Okay. Detroit challenged uns auf jeden Fall ziemlich, was so Vanlife, Alltags-Orga-Dinge angeht. Du bist was auch nirgendwo erlaubt, ne? Ja. Hier sammelt sich noch der komplette Sand von jeglichen Wüsten und Stränden, an denen wir die letzten Monate waren. Upsi. Und guckt mal, wie schön wir unser Netz hochrollen können. Unser super neues Moskitonetz. Happy weiß, dass sie nicht raus darf von alleine, aber natürlich so weit wie möglich anran. Grenze testen. Mhm. Hi. Mit dem letzten Aufsatz hat es nicht so gut funktioniert. Wir haben nochmal einen neuen gefunden. Der sieht besser aus. Also next try. Bisschen rumgesaugt, Hammer. Ja, es fühlt sich schon besser an, aber man muss hier ordentlich drüber wischen, auch über alle Armaturen. Und hier ist einfach kein Wasser. Hier ist nirgends Wasser. Warum ist hier denn nirgends Wasser? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Also machen wir den Van jetzt erstmal, also außer der Hochdruckreiniger, aber damit können wir natürlich nicht hier drin die Armaturen sauber machen. Und auch schlecht unseren Wassertank befüllen. Doch schlecht unseren Wassertank befüllen. Deswegen machen wir jetzt erstmal den Van von außen sauber. So, wir sind wieder an unserem Parkplatz, wo wir gestern schon waren und das Netz fertig gemacht haben. Hier machen wir noch die anderen Dinge, die wir uns aufgeschrieben haben, und hier können wir auch Wasser holen. Und dann können wir wenigstens mal, also Wasser von
von der Toilette. Und da können wir wenigstens das Wasser aus der Toilette. nicht aus. Von einer öffentlichen Toilette aus dem Wasserhahn. Können wir zumindest abspülen. Genau, zumindest mal so viel Wasser holen, dass wir abspülen können. Denn unser Geschirr geht zur Neige. Und das stapelt sich. Das stapelt. Wieder was. Leider müssen wir erst die Haken von den Türen abschrauben, weil wir das Gummi sonst nicht abkriegen. Und dahinter wird ja das Netz befestigt. Wir haben es geschafft, Leute. Es ist fertig. Wir haben unser neues Mückennetz sowohl an der Seite als auch hinten dran. Und jetzt zeigen wir euch, wie das final aussehen kann. Die To-Do-Liste müssen wir noch abhaken. Die To-Do-Liste. Mückennetz, Hecktür. Ich glaube, wir sind ganz happy damit. Das ist eine gute Lösung. Und wir sind vor jeglichen Moskitoangriffen gewappnet. Ja. Und alles ein bisschen stabiler als vorher. Ja, schon. Und hinten hatten wir ja noch gar keins. Ja, das stimmt. Ja. Es hat jetzt auch von innen so ein bisschen so eine Zeltatmosphäre. Ganz gemütlich eigentlich. Und wenn alles zu ist, dient es natürlich auch gegen Kälte als Schutz. Brauchen wir gerade aktuell nicht. Ja. Aber ist cool. Gefällt mir gut. So, der Van wäre jetzt auch von innen geputzt. Wir kommen wirklich richtig gut voran. Schritt für Schritt wird die To-Do-Liste abgearbeitet. Und während Svenny jetzt gerade mit Peppi eine Runde unterwegs ist, werde ich mich an den Laptop schmeißen und wieder ein bisschen Orga-Kram am Laptop erledigen, was auch noch gemacht werden muss. Und tut uns natürlich auch leid, dass ihr in dieser Woche den geballten Van-Alltag bekommt. Aber das gehört leider auch dazu und muss auch mal erledigt werden. Und wir haben es jetzt leider alles auch ganz schön weit rausgeschoben und es musste einfach mal gemacht werden. Und diese Woche haben wir uns dafür ausgesucht. Und eigentlich ist es auch gut so, dass wir es endlich mal erledigt bekommen. Wir haben Wasser gefunden und wir dürfen tanken. Yeah. Obwohl wir hier nicht tanken können, weil die haben hier keinen Diesel, sonst hätten wir natürlich getankt. Was hat er gesagt? Ja, ist okay. Gut. Nach 4 Tagen der Dürre. Hoffentlich funktioniert unsere Wasserpumpe noch. Ja. Das war schwierig hier in Detroit. Irgendwie gab es hier kein Wasser. Jedes private Haus hatte einen Wasserschlauch. Aber man kann natürlich nicht einfach an ein Haus ranfahren und fragen, ob man Wasser hat. So, der Tank ist quasi voll. Der Tankbesitzer kam gerade, oder der Mitarbeiter kam gerade nochmal raus und hat gefragt, wie viel es denn war. Oder dachte, wir befüllen nur eine kleine Gallone mit Wasser, obwohl ich ihm es eigentlich gesagt habe. Deshalb mussten wir ein bisschen früher aufhören. Hat er uns das Wasser abgedreht. Hat er uns das Wasser abgedreht. Aber für die kommenden Tage reicht's. Ja. Wenn ihr deinen Mann auf dem Parkplatz von der Laundry Frühstück macht, da sagt man nicht Nein zu, oder? Basti macht Sandwiches. Ich mag Sandwich. Willkommen in Chaos Kitchen.
Und Werkstatt Nummer wo? Keine Ahnung. Wir sind mal wieder auf Werkstatttour. Aber wir haben jetzt endlich jemanden. Ist ein bisschen. Wir haben jemanden gefunden, der sich zumindest mal anguckt. Und vielleicht sind wir dann einen kleinen Schritt weiter, wissen ein bisschen mehr und dann schauen wir weiter. Um was geht's denn? Um unsere Bremse. Haben wir das ein bisschen prokrastiniert? Ja. Aber geht los. Let's make this love last till Valentine's. Let's spend this night together. Let this fire burn inside our hearts. Sieht gut aus. Ich glaube, wir haben eine Lösung. Das macht mich richtig glücklich. Wir haben ja wieder ein paar Werkstätten angefahren. Und ich muss hier mal kurz, fällt mir ein Fahrrad vors Auto. Da waren wieder welche dabei, die natürlich überhaupt nicht unser Auto nicht anfassen wollten. Und ein anderer meinte gleich, ja, das klingt, als müsstet ihr aber alles austauschen. Und jetzt haben wir eine richtig coole Werkstatt gefunden und Steel hat sich unserem Auto angenommen. Richtig lieb, richtig nett, wusste irgendwie sofort, was da Phase ist. Und die Schrauben wurden ausgetauscht, die Teile hatte Sven ja schon aus Deutschland mitgebracht. Und das Klappern ist weg, die Bremse funktioniert wieder einwandfrei. Wir können richtig abhaken, Leute. E-Mails Orga, check. Wasser finden, check. Laundry, ihr habt's gesehen, check. Und den Punkt, den wir noch aufgenommen haben, Werkstatt, unsere Bremse reparieren, check, 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 check. 1 Happy Basti. Erledigt unsere To-Do-Liste. Boom. Wir haben unsere gesamte To-Do-List abgearbeitet und sind mega happy darüber, denn da stand ja wirklich einiges drauf und wir haben jetzt nicht unbedingt erwartet, dass wir wirklich alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Waren auch ein paar knifflige Sachen dabei, wie zum Beispiel die Bremse, was uns sehr erleichtert, und Detroit hat es uns auch nicht sehr einfach gemacht, so ganz entspannte To-Dos nur abzuhaken. Das stimmt. Und ihr seht, wir haben unsere offizielle Pose vor der Kamera eingenommen. Denn wir haben ja am Anfang schon versprochen, dass wir euch noch ein bisschen was erzählen wollen und die ein oder andere Info ansteht. Genau, in den letzten Videos hat man es, glaube ich, schon deutlich sehen können oder auch hören können. Es war uns zu heiß, die Temperaturen sind uns wesentlich aufs Gemüt geschlagen und nicht nur uns, sondern auch unserer Hündin Pepper. Und eigentlich ist der Reiseplan ja immer gen Süden. Und ja, wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir jetzt schon, ich glaube schon nächste Woche eigentlich hätten nach Mexiko einreisen wollen. Müssen sogar, ja, weil müssen, genau. Bastis Visa ausgelaufen wäre. Und ja, in Mittelamerika sieht es einfach nicht besser aus mit den Temperaturen. Es wird generell eher noch heißer und schwüler, weil da Regenzeit ist jetzt. Und wir würden auch in die Hochregensaison reinkommen. Und ja, da mussten wir jetzt einfach irgendwie eine Entscheidung treffen, die uns auch nicht leicht gefallen ist. Nee. Und ja, wir haben viel Pro und Contra aufgeschrieben. Wir haben mit anderen Reisenden gesprochen, die auch einen Hund dabei haben zum Beispiel. Und ja, da war uns eigentlich klar, dass das jetzt keinen Sinn macht, mit Hund irgendwie weiter Richtung Süden in die Hitze zu fahren. Ja. Und haben uns nach einer Alternativlösung umgeschaut. Wer mal auf der Karte geguckt hat und weiß, wo Detroit sich befindet, der wird schon vielleicht eine ungefähre Ahnung haben, denn wir sind kurz vor der kanadischen Grenze. Bedeutet, es geht für uns wieder nach Kanada. Ja. Wir freuen uns richtig, denn seit wir diese Entscheidung gefällt haben, ist das wie so eine Last, die von uns gefallen ist. Wir waren irgendwie total im Stress, wussten, wir haben irgendwie nur noch ein paar Wochen oder nur 2-3 Wochen Zeit gehabt, um von hier nach Utah und dann nach Mexiko, und das war einfach viel zu viel. Mega heiß. Wir müssen
ja, es war einfach alles viel zu viel. Es war irgendwie eine harte Erkenntnis, sich damit auseinanderzusetzen, dass der Plan, den wir hatten, nicht aufgehen wird. Ja. Aber wir finden, unser neuer Plan ist umso besser. Und wie? Und wie? Denn wir haben schon direkt was geplant in Kanada, natürlich. Und zwar geht's fast genauso los wie damals in Kanada, denn es findet ein Vanlife-Meetup statt. Ja. Und da werden wir wahrscheinlich viele alte, bekannte Gesichter sehen. Aber auch neue. auch Und neue. wir zählen nicht mehr zu den neuen Gesichtern. Genau. Das ist nicht abgefahren und das in Kanada. Wir freuen uns mega darauf. Es ist, ja, ist eine gute Entscheidung und wir freuen uns jetzt auf das, was kommt. Wir haben noch keinen konkreten Plan für Kanada gemacht. Wir werden es hier mitteilen, sobald wir wissen, wie lange wir da bleiben, wann es weitergeht. Wir hoffen, ihr bleibt dabei und ihr kommt nochmal mit uns nach Kanada. Wir haben ja noch gar keinen Bären gesehen. Genau. Wir müssen ja noch Bären sehen und einen Moose. Und dafür am besten unseren Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Damit unterstützt ihr uns gewaltig. Ja, Genauso, wenn ihr ein Like für dieses Video gebt, falls es euch gefallen hat. Auch wenn wir ein bisschen Vanlife-Alltag gezeigt haben. Support halt natürlich noch. In die Kommentare. Damit helft ihr uns. Wir freuen uns riesig und sehen uns dann hoffentlich nächste Woche aus Kanada. Danke. Ende.